Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema 7-Jahres-Zyklus-Tief bei Gold erreicht, der Anstieg beginnt. Disclaimer. Sieben-Jahres-Zyklus-Tief bei Gold erreicht, der Anstieg beginnt. Ein Analyst macht uns auf einen interessanten 7-Jahres-Zyklus aufmerksam, bei dem Gold sein Tief erreichte und eine neue Aufwärtsbewegung begann. Wir sind aktuell im Bereich dieses Zyklustief und können in den kommenden Tagen, vermutlich ab dem 2. November, nach der FED-Zinsentscheidung mit dem Beginn des nächsten Zyklus rechnen, der bei den letzten beiden Gold in circa 2 bzw. 4 Jahren auf ein neues Hoch brachte und eine Goldaktienrallye auslöste. Bis 2011, 2016, 2020. Gold könnte damit in den kommenden 12 Monaten auf 2.300 $ steigen und Silber auf 70 bei einer angenommenen Gold-Silber-Ratio von 33. Ist dann einer der ersten Größen, bis es dann zu einer der ersten größeren Zwischenkorrektur kommt. In diesem ersten Zeitfenster innerhalb des 7-Jahres-Zyklus können sich Junior-Gold-Aktien mehr als verhundertfachen. Ja, das hat die Vergangenheit bewiesen. Es kommt natürlich nicht oft vor und kaum gelingt es ein, so günstig einzusteigen. Man muss jetzt einsteigen. Wenn jetzt Gold auf 2000 steigt, dann sind die Aktien um das 2, 3, 4, 5, teilweise 10-fache höher und der ganz große Hebel ist raus. Das ist einfach die bittere Wahrheit. Es gibt nur wenige gute Einstiegszonen wie jetzt aktuell und wie beispielsweise im Januar 2016 oder in der Finanzkrise oder eben 2001 und 2002, als der gesamte neue Markt, der New Economy, zusammengebrochen ist. Ich wollte nochmal hier auf diese Grafik anspielen. Was ist mit 7-Jahres-Zyklus gemeint? Das sind in erster Linie diese Kreise unten. Die Analysten haben halt beobachtet, dass es offensichtlich alle 7 Jahre ein neues Tief gibt. Und wenn wir an so einem Tief sind, gibt es halt, sag ich mal, statistisch gesehen in der Mitte dieser 7 Jahre, also nach 3,5 Jahren hoch. Jetzt schauen wir uns das mal an. Sie sehen das zum Beispiel hier von der Finanzkrise von 2009 aus. Da war, sage ich mal, so ein typisches Zyklus-Tief, wie übrigens jetzt aktuell auch. Und an diesem Höhepunkt dieses Halbkreises sehen Sie, dass dazu passgenau das Goldhoch bei 2011 war. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, Goldaktien zu verkaufen. Also, kurz gesagt, es ist also ratsam gewesen, am Zyklus-Tief Goldaktien zu kaufen, mehr oder weniger hier in der Mitte dieses Kreises, also an der Mitte dieses 7-Jahres-Zyklus Goldaktien zu verkaufen. Genauso auch hier. 2016 ein neues zyklisches Tief. Goldaktien war ideal zu kaufen. Und das Höhepunkt, das hat sich hier so ein bisschen verzerrt, aber mehr oder weniger ist das hier auch in der Mitte. Gerade hier mit der Spitze von Gold 2020. Und dann ist im Grunde genommen dieses Zyklustief auch wieder gefallen. Gold hat sich zwar ganz gut gehalten, seitwärts, jetzt ein bisschen eingebrochen, aber wir sind genau auf diesem Zyklustief. Das würde bedeuten, jetzt ist Gold, wenn wir, sage ich mal, die historischen Beispiele nehmen, jetzt sind Goldaktien absoluter Kauf und zumindest in circa 3,5 Jahren ist vermutlich dieser Zyklus des Goldes vorbei. Sie sehen, wie der Analyst das hier zeichnet. Der glaubt eben auch, dass es einen circa 12-monatigen Anstieg bei Gold gibt, vielleicht auf 2300. Dann hält ja auch eine Korrektur auf ca. 1900 möglich. Und wäre natürlich ziemlich brutal für Goldaktien. Natürlich kann man es aussetzen, weil es wird ja langfristig hier 2500, 2600, 2800 angenommen. Dann kommt es, sage ich mal, zu einer größeren Korrektur. Vermutlich dieser attraktivste Zeitpunkt für Goldaktien ist eben genau von jetzt bis jetzt diese 6 bis 12 Monate irgendwo und dann haben wir das hoch bei 2300 und vor dieser Korrektur sollte man Goldaktien verkaufen, gegebenenfalls
je nachdem, wie die Situation ist, kann man dann nach der Korrektur noch mal bei Goldaktien nachlegen. Das ist ja theoretisch denkbar. Aber wir konzentrieren uns erst jetzt auf die Bewegung, die hoffentlich, wie gesagt, zumindest jetzt hier ab 2. November dann wirklich sich beschleunigen sollte. Ähm, Wir sollten uns auf diese 2.300 Dollar in den nächsten 6 bis 12 Monaten konzentrieren und dann wissen, dann sind Goldaktien wahrscheinlich auch schon stark gestiegen und kein Schnäppchen mehr. Man müsste eher sich von den Goldaktien trennen. Ja, also ist wichtig, auf diese 7-Jahres-Zyklusse zu achten, die nicht genau passgerecht ist, aber doch ziemlich genau mit dem Goldmarkt korrigieren. Es ist nämlich so, dass man in der Euphorie, gerade wenn Gold eben hoch wird, erinnert sich an die Euphorie gerade vom März 21, da ging es ja auch um Silber und Silber 32 und sonst was. Ähm, aber diese Zyklusen haben uns eigentlich mitgeteilt, dieses Zyklussystem hat uns eigentlich mitgeteilt, es ist erstmal zu Ende. Das Potenzial in dieser Situation ist nicht so hoch. Jetzt allerdings, wo wir genau am Minuspunkt hier sind, ist es hoch. Ja, hier neue Aktie, Kobalt-Gold-Projektgenerator mit Projekten in British Columbia, in Kanada und in Vietnam. 87 australische Dollar, Millionen Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Das Projekt Gold Bridge, 367 Quadratkilometer, hat ein umfangreiches Erstexplorationsprogramm. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Projekt das Potenzial hat, einen Kobaltgürtel von Weltklasse in British Columbia zu beherbergen. Mit der Entdeckung von Kobalt-Gold-Mineralisierung bei Erberbor, die Gehalte von bis zu 2,3% Kobalt, 32 Gramm pro Tonne Gold, 1,6 Gramm Kupfer und 1,1 Gramm Nickel aufweist und hat zahlreiche Großfläche IP-Anomalien, die auf die potenzielle Quelle der hochgradigen Mineralisierung bei Little Cram, Embor, Yevil, Roxay hinweisen. Es schließt das Unternehmen weiterhin Potenzial für mehrere Lagerstätten. Das heißt, diese Entdeckungen weisen auf weitere Lagerstätten dieser Art hin. Nun muss man wissen, dass Kobalt-Entdeckungen sehr, sehr selten sind und damit auch sehr attraktiv. Das ist verbunden mit großem Gold. Das hat vermutlich, wenn Sie auf den Chart gucken, die Anleger auch begeistert schon in der Vergangenheit und dürfte sie wieder begeistern. Vielleicht nochmal ein kleines Blick auf den Chart. Sie sehen, wir haben das dritthöhere Tief hier vom absoluten Tiefpunkt 2019. Da war es ja bei 6 oder 7 Cent. Ging dann höher, wurde dann, sagen wir, von der Corona-Krise noch berechnet, war aber auch höher. Dann ist es halt richtig explodiert im Preis auf fast 1 Dollar und ist eben jetzt auch erstmal komplett abgestützt. Dennoch sind wir höher als in der Corona-Krise und im Ursprungstief. Das heißt, es ist unter riesigen Schwankungen, ist einfach ein Aufwärtstrend zu beobachten. Und es ist einfach sehr wahrscheinlich, wenn Gold wieder anzieht, irgendwann wieder sich über 2000 Dollar etabliert, dass die Aktie dann auch ohne Probleme über 1 Dollar steigen kann. Es besteht, also die haben hier noch weitere Projekte in Vietnam, also auch eine Verarbeitungsmühle und eben ein Gebiet, das eben attraktiv und das eben auch Cashflow bringen kann, etc. Es besteht so ein bisschen die Gefahr, dass sie möglicherweise ihr Projekt Goldbridge ausgliedern. Aber würde im Prinzip, wenn man da als Investor drin sitzt, würde das eigentlich treffen, es würde der Cash bringen und es würde der Aktienkurs würde steigen und dann muss man im Zweifelsfall dann verkaufen und umschichten. Aber das ist nicht gesagt. Dieses Projekt da in British Columbia, dieses Goldbridge-Projekt mit dem Kobalt Gold, das hat das Potenzial, die Anleger sehr zu begeistern und das könnte, sage ich mal, richtig hochgehen. Ich meine, das ist immer so ein bisschen Lotterie, aber Sie sehen diese Bewegung hier von 6 Cent auf 1 Dollar. Es sind einfach unglaubliche Bewegungen. Wenn wir wirklich hier einen starken neuen Goldbullenmarkt jetzt, wohin gehen solche Aktien, wenn es hier bei Gold 2300, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Ich denke mal wesentlich höher als das, was wir jetzt hier aktuell sehen, auch diese alten Spitzen. Und deswegen, natürlich ist sowas ein Hochrisikounternehmen, aber gut, die haben reale Projekte, die haben auch die Verarbeitungsmühle in Vietnam, günstige Arbeitskräfte. Ich denke mal, es ist ein ziemlich interessantes Unternehmen und eben mit diesem Joker da in British Columbia. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre, das ist das, was uns so begeistert. Da sind
Aktien von 15, 20 Cent auf teilweise 10, 20, 30, $40 gestiegen. Aus $1.000 konnte man teilweise, Sie sehen hier die Zahlen, Viertelmillionen und mehr machen. Unglaublich. Aber das kommt bei Goldaktienbullenmärkten immer mal wieder vor. Das ist nicht häufig, aber wenn ein Goldaktienbullenmarkt total zerstört ist, ist das, wenn dem ein Goldbullenmarkt folgt, ist das das Resultat. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in einer ähnlichen Situation sind. Die Goldaktien sind derzeit auf Alterstief. Sie sehen es an den Charts, dass das Boden gefunden worden ist, auch wenn sie Gold vielleicht mal $50 oder sonst was nochmal runter bewegen. Und im Übrigen hängt auch diese ganze Goldaktien-Rallye, das ist auch ganz wichtig zu wissen, hängt eher am Silber. Also Goldaktien haben sich im Vergleich zwischen 2009 und 2011, also jetzt und derzeit, nicht so gut entwickelt, weil Silber seit 2011 enttäuscht hat. Das nimmt halt viel Potenzial aus den Goldaktien, weil die Silberanteile nicht schnell aufwerten können. Die führen nämlich dazu, die schnelle Aufwertung der Silberanteile bei steigendem Silberpreis, dass die Goldaktien überproportional steigen. Das ist eben ausgefallen die letzten Jahre. Wenn wir jetzt eine Silberverdopplung oder vielleicht Verdreifachung sehen, dann gibt es ein Feuerwerk bei Gold- und Silberaktien, weil eben diese Anteile dann schnell aufbewertet werden und die Fantasie diese Aktien hochtreibt. Sie müssen wissen, in den 1960er Jahren, ich werde in den nächsten Tagen mal ein Video dazu machen, ist Silber auch knapp geworden. Da wurden ja auch diese Dimes 1965 oder 66 waren die noch aus Silber. Die wurden dann durch Nickel ersetzt sozusagen, weil Silber knapp wurde. Das ist das eine. Das andere ist, der Silberpreis stieg irgendwie von 1,30 auf 3,15. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, reiche ich nach, aber ungefähr eine Verzwei- bis Verdreifachung. So, und was ist dann passiert? An der Silberbörse in Spokane ist keine Aktie weniger als das 160-fache gestiegen in dieser Aufwertungsphase. Also wenn Silber sich verdoppelt und verdreifacht, wenn es tatsächlich eintreten sollte, erwarten Sie ein Feuerwerk. Damals war es so in den 1960er Jahren. Reiche ich, wie gesagt, in den nächsten Tagen nochmal nach zum Nachgucken. Ich hatte es in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber sehr faszinierendes Thema aus meiner Sicht. Das passiert natürlich nicht jeden Tag, solche Silberanwendungen, aber Sie wissen genau, das COMEX-Lager ist leer und es kann genau das passieren. Genau das. Und das hebelt dann alle Gold- und Silberaktien hoch. Eine der größten Chancen der Neuzeit, würde ich sagen, steht bevor. Ohne Übertreibung. Ja, was kann man da tun? Man muss eben Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, äh, verteilen, mehrere. Es ist leider ein Hochrisikogeschäft. Wir wissen nicht, was das Management machen kann. Es kann überall Fehler sein. Es kann Übernahmen, politische Eingriffe, Umweltauflagen etc. Man muss verteilen, man muss es beobachten, gute nachkaufen. Und wenn man das gemacht hat, ständig beobachtet, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man viele Gewinneraktien drin hat. Gerade wenn jetzt Gold auch wirklich in 6 Monaten einfach steigt, dann geht der gesamte Markt durch. Man sagt ja auch, ähm, wenn der Wind nur stark genug bläst, dann fliegen selbst Truthähne. Also in dem Fall nicht so attraktive Aktien. Ja? Und einige, die natürlich gut sind, die werden natürlich besonders hoch geschleudert. So ist das Funktionieren dieser Bullmärkte. Ja? Wirklich ein Schuss Irrationalität ist da auf alle Fälle mit bei. Also es ist immer dasselbe. Pessimismus kaufen wie aktuell noch und den Optimismus verkaufen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Aktien eben zu identifizieren, zu sortieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, das tun wir in eine Formel und schätzen einfach ab, wenn jetzt Gold auf 2500 steigt, um wie vielfache kann die betreffende Aktie steigen, ein theoretischer Vergleichsfaktor. Ja, eine Exit-Strategie haben wir auch noch. Also das kauft man nach den Goldaktienbahnen. Bullenmarkt. Auch ein Portfoliovorschlag kann ich gerne anwenden mit persönlicher Beratung. Alle Informationen dazu finden Sie unten im YouTube-Video. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das einfache Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Ist vielleicht eine Alternative, wenn es immer schwieriger physische Ware zu kriegen. Es ist ein Zollfreilager. Sie können da ohne Mehrwertsteuer und ohne große Aufschläge eben Silber kaufen, sich auch ausliefern lassen. Sollte man sicherlich sich mal angucken, dass man zumindest die Option bei der Hand hat.
Immer erst Preisvergleich natürlich, Gold und Silber, Vergleichsportale anschauen, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen. Nützliche Informationen, Kontakt, also mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz, in Liechtenstein einlagern, generell Literatur über Goldaktien, internationale Diskussionsforen wie COCA sind da, gute Videos von Uwe Bergold beispielsweise. Schauen Sie sich an, der geht da richtig in die Tiefe. Finden Sie auf der Webseite unter Videos, das ist wirklich sehenswert. Ja, wenn Sie generell Fragen, Anregungen oder generell Zustellungsprobleme haben, ich habe öfters mal Probleme mit Spam, kommt nicht durch. Bitte nicht warten, mich kontaktieren, wenn Sie irgendwas vermissen. Ja, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt haben. Vielleicht die Glocke noch aktivieren, dass Sie dann über neue Videos sofort informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.